Wir haben kein großes Orchester, wir haben keinen Dirigenten, wir haben hier keine Bühne, kein Kostüm, kein Bühnenbild, kein Chor, sondern nur Pianist und Sänger. Text, Harmonie. Der du so lustig rauschtest, du heller, wilder Fluss, wie still bist du geworden. Diese traurigen Lieder von Franz Schuberts Winterreise hatten einen unbeschreiblichen Sog. Obwohl auch so reißend schwillt mein Herz. Zum Gesang bin ich eher zufälligerweise gekommen. In der Zeit, als meine Familie und ich in Finnland gelebt haben. Da gab es dort an der deutschen Schule in Helsinki einen super Musiklehrer, Professor Christian Hauschild aus Dresden. Dort musste man immer vorsingen für so einen Schulchor. Wir sind dann nach 4 Jahren nach Hamburg zurückgezogen, also in Karl-Heinz Lampe. Der war lange im NDR-Chor in Hamburg hier tätig. Der hat mir so wirklich nochmal überhaupt die Grundausstattung des Singens beigebracht, sprich Körper oder wie wir sagen, die Atemstütze. Manche Tränen aus meinen Augen. Richtig durchdrungen habe ich die Winterreise erst viel, viel später. Mir fällt speziell jetzt auch zum Thema Winter ein, dass ich als Teenager mit meiner Schwester mit unseren Langlaufschieren auf einen riesigen zugefrorenen See in Finnland in einen Schneesturm geraten bin. Ich habe da irgendein Licht gesehen in einem Haus, bin dahin. Nach einer Stunde war die Distanz immer noch die gleiche. Es war wirklich ein Irrlicht. Sind wir umgedreht, dann war es schon dunkel. Der ganze Schneesturm kam uns quasi ins Gesicht. Mein Vater hatte die rettende Idee gehabt, dass er das Licht, das Fernlicht anmachte von unserem Auto damals. Eine enge Rettungsmannschaft hat uns schon mit Helikopter gesucht. Und dann haben wir zurückgefunden. Das war nicht ohne. Also Naturgewalt zu erleben, Schnee, Eis, Kälte. Ja, Theater Gera Altenburg. Sehr motiviert, super bereit. Und der Intendant damals hat sich da gefreut. Ostthüringen, ja. Hatte da schon so ein bisschen meine Bedenken, weil man natürlich als Kind, als Adoptivkind auch mit gewissen Bildern nach der Wende aufgewachsen ist. Man hat Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen brennen sehen. Gut, auch muss man fairerweise sagen, also Solingen oder Mölln. Ne? Aber mich hat der Osten immer fasziniert. Sehr, sehr viele gute Freunde und liebe die Landschaften, die Historie, Bach. Und trotzdem gibt es halt dieses Problem von einer anderen Form der Fremdenfeindlichkeit. Tyson Rush singt Schubert, die Winterreise, in den Proberäumen einer Musikschule in Berlin. Weit weg von den Bühnen in Thüringen. Seine Festanstellung dort hat er gekündigt, wegen rassistischer Anfeindungen. Es war zum Beispiel im Wirtshaus und auf der Zugfahrt von Leipzig nach Gera, wo man dann als Neger im Viehtransporter betituliert worden ist. Und ab wann kann das kippen in Gewalt?
Tyson Rush arbeitete in einem Bühnenensemble, Flüchtlinge einsetzt. Dunkler Teint und politische Haltung. Für mich war ein großes Ausrufezeichen, als es einen offiziellen Theaterboykott-Aufruf gab. Ich rufe alle, die gegen diese Politik sind, dazu auf, diese Institutionen, das Theater in Altenburg und das Lindenau-Museum zu boykottieren und zeigt ihnen, woher das Geld kommt, mit dem sie ihre Miete bezahlen. Aufkeimender Faschismus, Rassismus, dann ist es, glaube ich, durchaus legitim, einem so heiligen Standard wie der Winterreise etwas entgegenzusetzen. Ich habe mich entschieden, dass ich von einer viel zu früh verstorbenen Freundin Nazanin Periniri ein Nachtlied, was sie mir gewidmet hat, aufnehme. Ich denke, es beantwortet so ein bisschen diese Frage, was hat es für einen Gegenwartsbezug, die Winterreise? Was soll ich länger weilen, dass man mich trieb hinaus? Lass ihre Hunde heulen vor ihres Herren Haus. Ich weiß noch, dass ich das Schubert-Faksimile von der Winterreise gesehen habe. Das muss ich sagen, das hat mich sehr fasziniert vom Komponisten selbst. Handschriftlich, Eintragungen, Radierungen zu sehen. Also die Handschrift war sehr wild von dem. Im Lied Einsamkeit erinnere ich mich. Durch helles, frohes Leben, einsam und ohne Gruß. Und beim Wort einsam, Strich durch. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht einen Nervenzusammenbruch bekommen hat. Das fand ich stark. Wo find ich grünes Gras? Die Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass. Die Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass. Wo find ich eine Blüte? Wo find ich grünes Gras? In dem Lied Frühlingstraum träumt der Wanderer über Vergangenes, über Landschaften und über ein Mädchen. Dann gibt es immer so einen starken Bruch. Und als die Hähne krähten, das Klavier spielt so eine schnelle Bewegung. Und als Evangelist habe ich ganz oft Johannespassion gesungen. Wenn der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen. Ganz interessant, dass Schubert den Hahn Raum gegeben hat in der Winterreise. Als Musikerin und Musiker ist man ja auch oft auf Achse und hadert manchmal bestimmt mit sich selbst, der Leistung, vor allen Dingen der Technik, ob man genug übt. Aber dieses auch rastlose, immer weitermachen. Vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Viele haben verlernt, sicherlich ich auch mal in einer Phase, auf den inneren Kompass zu hören. Um zurück auf die Winterreise zu kommen, der Wanderer hat eigentlich gar keinen inneren Kompass. Der wandert rum, voll in seinem Schmerz, hat keine Kraft und begegnet am Ende dem Leiermann. Ob das jetzt der Tod ist oder ein Ausgestoßener, mit dem möchte er gehen. Ins Nirvana oder in den Tod oder sonst wohin. Durch verschneite Felsenhöhen, drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her.
Ich glaube, vielleicht liegt auch ein Wesen in der Wanderung, das mit sich alleine sein auch auszuhalten. Und zu schauen, was ich manche Stunde entfernt von jenem Ort. ja, dass man auf dem Weg bleibt oder auch Irrwege dazugehören im Leben. Dass man weiter wandert. Fändest Ruhe dort. Du fändest Ruhe dort. Übernächtlich dunkle Fluten sing ich meine traurigen Lieder. Übernächtlich dunkle Fluten sing ich meine traurigen Lieder. Lieder, die wie Wunden bluten. Doch kein Herz trägt sie mir wieder. Durch das Dunkel